Am 14. Juni stimmt die Schweiz über 2 eidgenössische Vorlagen ab. Eine davon ist die Initiative du Chaos der SVP, auch bekannt als 10-Millionen-Initiative. Heute machen wir ein Special, eine Sendung, eine Vorlage. Wir nehmen uns das Abstimmungsbüchlein vom Bund, wir gehen es Punkt für Punkt durch und wir machen unseren Job. Wir ordnen ein. Empfehlung gleich vorweg: Nein, aus Gründen, die wir gleich auspacken. Also, und während die SVP so ein rassistischer Käsiegel als Initiative du Chaos verkauft, herzlich willkommen bei Bünzli Breaking. Ich bin der Bünzli und das ist die Sendung, in der wir wöchentlich durch die muffigen, mit Lobbygeld vollgesogenen, im eigenen Saft schmorenden Eingeweide von der Schweizer Nachrichten wartet und schaut, wer da was, wieso, wo reingestoppt hat. Ende 2025 lebten in der Schweiz rund 9,1 Millionen Menschen. Seit Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 ist die Bevölkerung um etwa 1,7 Millionen gewachsen. 80% des Wachstums sind auf Zuwanderung zurückzuführen, vor allem aus dem EU- und EFTA-Raum. Wie viele Menschen zuwandern, hängt nicht von einem Schalter im Bundesrat ab. Es hängt vom Arbeitsmarkt ab. Geht es der Wirtschaft gut, finden Unternehmen nicht genug Leute in der Schweiz. Spitäler, Pflegeheime, Bauunternehmen, sie suchen dort, wo sie schnell und unbürokratisch Personal finden, in der EU. Seit 2002 ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf in der Schweiz um 24% gestiegen. Die Personenfreizügigkeit hat dazu beigetragen. Migrantinnen und Migranten zahlen mehr AHV, IV und Erwerbsersatzordnung ein, als sie daraus beziehen. Das steht im offiziellen Bericht des Bundes. 1/3 der Pflegekräfte in Schweizer Spitälern hat einen ausländischen Abschluss. Bei den Ärztinnen und Ärzten sind es 45%. Bevor jetzt jemand schreit, ja, 1,7 Millionen mehr Menschen, das ist ein Haufen Mensch. Aber die Frage ist nicht, ob das eine Zahl ist, die Frage ist, was die Zahl macht. Sie pflegt deinen Vater im Heim, sie operiert deine Mutter am Unispital, sie baut die Wohnung, wo du gerade drinnen hockst, während du das Abstimmungsbüchlein eben nicht lesest und dich aufregst, wieso dass es so eng geworden ist. Aber gut, hey, wir kommen noch auf das zurück. Die Initiative verlangt, vor 2050 darf die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz 10 Millionen Menschen nicht überschreiten. Das soll in der Bundesverfassung stehen. Ab 2050 darf der Bundesrat den Grenzwert um den Geburtenüberschuss anpassen. Das heißt im Klartext, ab 2050 darf die Bevölkerung wachsen, wenn mehr Menschen geboren werden als sterben. Bis dahin, Deckel zu. Der Bund rechnet damit, dass diese Grenze schon 2031 überschritten wird, also 4 oder 5 Jahre nach der Abstimmung. Wenn das passiert, sieht die Initiative Folgendes vor. Bundesrat und Parlament müssen handeln, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Vorläufig Aufgenommene erhalten keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung mehr, kein Schweizer Bürgerrecht, kein anderweitiges Bleiberecht. Und der Bundesrat muss bei internationalen Abkommen, die zum Bevölkerungswachstum beitragen, Ausnahme- oder Schutzklauseln aushandeln oder die Abkommen neu verhandeln. Welche Abkommen das sein könnten? Die Personenfreizügigkeit mit der EU, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention, die UNO-Kinderrechtskonvention. Wird die 10-Millionen-Grenze überschritten, müssen Bundesrat und Parlament alle ihnen zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreifen. Internationale Abkommen müssen auf den nächstmöglichen Termin gekündigt werden. Und wenn die Bevölkerung 2 Jahre nach der ersten Überschreitung immer noch über 10 Millionen liegt, ist auch die Personenfreizügigkeit mit der EU zu kündigen. Die Personenfreizügigkeit ist über die sogenannten Guillotine-Klausel mit den anderen Abkommen der bilateralen Eins verknüpft. Fällt sie, fallen sie alle. Handelsgeheimnisse, Land- und Luftverkehr, Landwirtschaft, öffentliches Beschaffungswesen, auch die Schengen- und Dublin-Abkommen wären in Frage gestellt. Also, halten wir mal kurz fest, was die Pflegeheim-Rümix-Initiativen im Klartext sagt. Wenn wir 9,5 Millionen Menschen erreichen, also wahrscheinlich 2031, dann werden vorläufig Ausgenommene zu Schrödingers Menschen. Zwar physisch da, aber rechtlich nicht. Keine Bewilligung, kein Bürgerrecht, kein Bleiberecht, aber abschieben dürfen wir sie auch nicht, weil wir uns sonst mit dem zwingenden Völkerrecht anlegen. Wenn wir 10 Millionen Menschen erreichen, kündigen wir die Personenfreizügigkeit und damit fallen die bilateralen Eis. Wir reden von einem Vertragswerk, das die Schweizer Wirtschaft seit 2002 trägt.
weg auf einen Schlag. Und die SVP nennt das Nachhaltigkeit. Wie wenn man eine Brandstiftung als energetische Sanierung verkauft. Bei einer Annahme der Initiative könnten Schweizer Unternehmen nur noch eingeschränkt in der EU rekrutieren. Spitäler, Pflegeheime, Bauunternehmen, Forschung, alle wären betroffen. In den Kantonen Neuenburg und Genf machen ausländische Pflegekräfte schon heute mehr als die Hälfte des Personals aus. In der Watt sind es 44%. Bis 2030 fehlen der Schweiz laut Opsan-Bericht 65.000 zusätzliche Pflegende. Die Schweiz bildet weniger als die Hälfte davon selber aus. Studien des Staatssekretariats für Wirtschaft, kurz SECO, gehen von Erträgen in Milliardenhöhe aus, die der Schweizer Wirtschaft entgehen würden. Die Bevölkerung hätte weniger Geld zur Verfügung. Für die Bauernfamilien würde der Handel mit der EU teurer und komplizierter. Für die Industrie ebenfalls. Ohne Schengen hätte die Schweizer Polizei keinen Zugang mehr zu europäischen Sicherheitsdatenbanken. Ohne Dublin müsste die Schweiz Asylsuchende selber bearbeiten, die bereits in einem EU-Staat ein Verfahren durchlaufen haben. Die Schweiz müsste mit Hunderten Millionen Franken an Mehrkosten pro Jahr rechnen. Pro Jahr. Wenn die Schweiz Abkommen zum Schutz der Menschenrechte neu verhandeln oder kündigen müsste, wäre die Folge eine außenpolitische Isolierung. Die Glaubwürdigkeit als Standort des humanitären Völkerrechts wäre in Frage gestellt. Als Übersetzung für alle, die ein bisschen weniger Geduld haben. Bei einem Jahr kostet uns das Hunderte Millionen pro Jahr im Sicherheitsbereich, im Asylbereich, im Sozialbereich. Wir verlieren Zugang zu europäischen Fahndungsdatenbanken. Wir verlieren das Recht, abgewiesene Asylsuchende in EU-Staaten zurückzuführen. Und das, liebe Zuschauer, ist die Initiative, die uns als Lösung gegen Kriminalität und Asyl verkauft wird. Zufall? Ich glaube nicht. Das Initiativkomitee schreibt im offiziellen Abstimmungsbüchlein Folgendes, wörtlich, wir lesen kurz vor. Aktuell kommen pro Jahr über 100.000 Menschen zusätzlich in die Schweiz aus der EU, aus Drittstaaten oder über das Asylsystem, viele aus fremden islamischen Kulturen. Anderes Zitat, viele wandern in unseren Sozialstaat ein. Zitat, Meldungen über Einbrüche, Gewaltverbrechen und Messerangriffe sind alltäglich geworden. Zitat, viele fühlen sich zunehmend fremd im eigenen Land. Großen Austausch, ich sage das mal. Meldungen über Gewalt und Einbrüche, die werden nicht wirklich mehr, ausser bei Schweizer, die einbrechen, oder Polizeigewalt. Und wenn du dich zunehmend fremd fühlst, gut, das zeigt, dass Faschos ausgeschlossen werden. Bei uns und unserem Umfeld ist das nämlich nicht so. Grillen mit den Nachbarn. Der beste Tee, den ich je hatte bei den Asylfamilien im Nachbarhaus. Ein Tisch in einer Bar, wo geschlossen ein Typ weggeschickt, der antisemitische Verschwörungen raushaut. Wenn du dich ausgeschlossen fühlst, dann bist du das Problem. Das Komitee macht im Wesentlichen 5 Punkte. Ich gebe sie kurz wieder, dann arbeiten wir uns durch. Erstens, die Zuwanderung sei massiv zu hoch. Zweitens, die verursachte Wohnungsnot und steigende Mieten. Drittens, sie zerstöre die Natur und die Landschaft. Viertens, sie überfordere die Schulen. Fünftens, sie verschärfe den Fachkräftemangel, weil Zugewanderte selbst zusätzliche Wohnungen, Ärzte und Pflegepersonal brauchen. Lesen wir mal das Abstimmungsbüchlein. Wirklich. Also ihr sollt online als PDF noch nicht physisch da, aber bei euch sollte es jetzt gratis im Briefkasten sein. Da steht wörtlich der Initiativkomitee eigene Text. Das Problem an der Zuwanderung ist, dass viele aus Zitat fremden islamischen Kulturen kommen. Spannend. Die Statistik zeigt nämlich, dass ca. 80% aus der EU und EFTA-Staaten kommen. Es geht in dieser Initiative also nicht um Wohnen. Es geht auch nicht um die SBB, es geht nicht um die Natur, es geht um Hautfarbe, Herkunft und Religion. Das steht offiziell im offiziellen Bundesdokument vom Initiativkomitee unterschrieben. Wer eine Initiative lanciert, wo in ihrer offiziellen Begründung von fremden islamischen Kulturen redet und davon, dass man sich fremd im eigenen Land fühlt, der will keine Nachhaltigkeit, der will eine ethnische Auslese. Erinnert euch an Stadelhofer Gustav. Wir haben da mal über ihn geredet. Der Typ mit dem Zweitkanal, wo plötzlich vom grossen Austausch fabuliert. Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel hat das eingeordnet.
Das ist einfach Neonazi-Vokabular. Was der Gustav auf seinem TikTok macht die SVP da im offiziellen Abstimmungsbüchle. Halt einfach mit einem Bundeslogo oben drauf. Und ein kleiner Hinweis, falls jemand denkt, das sei neu. Das ist die 10. Überfremdungsinitiative seit 1970. Die erste war von James Schwarzenbach, bekannt als glühender Vertreter von Franco. Seither alle 5 Jahre einen neuen Aufguss. Mal sollen 12% Ausländeranteilsmaximum sein, mal 18, mal 6,2 Millionen Einwohner total. Jetzt eben 7, also die Zahl ändert sich, die Idee dahinter aber nicht. Ecopop im SVP Trenchcoat. Schwarzenbach 10.0, wähl dir deinen Lieblingsspitznamen einfach selber aus. Die AHV ist ein Generationenvertrag. Die Arbeitenden zahlen die Renten der Pensionierten. So funktioniert das System seit 1948. Damals kamen auf einen Rentner 6 Erwerbstätige. Heute sind es noch 3. 2050 werden es 2 sein. Dann finanzieren also 2 Berufstätige die Rente einer pensionierten Person. Warum das Verhältnis kippt? Weil die Geburtenrate sinkt. Aktuell liegt sie in der Schweiz bei knapp 1,29 Kindern pro Frau. Historischer Tiefstand. Damit eine Bevölkerung sich ohne Zuwanderung selber erhält, bräuchte es 2,1 Kinder pro Frau. Die Differenz zwischen 1,29 und 2,1 ist nicht eine Meinung, sie ist Mathematik. Was die Zuwanderung damit zu tun hat: Im Jahr 2020 zahlten Zugewanderte 40% der AHV-Beiträge ein, bezogen aber nur 30% der Leistungen. Der Bundesrat selber schreibt, Erwerbsmigration wirkt der Alterung entgegen und dämpft deren Folgen ab. Mathematik ist nicht verhandelbar. Die Schweiz kriegt zu wenig Kinder. Wir leben länger, Babyboomer gehen jetzt dann alle in Rente. Wenn niemand reinkommt, der in die AHV einzahlt, dann zahlt das System bald mehr aus, als es einnimmt. Das ist nicht vielleicht so unter Umständen, wenn die Sterne falsch stehen. Es ist Subtraktion. Du hast es in der 3. Klasse mal gelernt. Wenn weniger reinkommt, als rausgeht, geht das Konto runter. Und wer ist es, der jeden Monat brav in die AHV einzahlt? Genau. Die Leute, die das Komitee mit der Initiative loswerden will. Die Pflegerin aus Portugal, der Maurer aus Polen, die Ärztin aus Deutschland. Die SVP redet von Sozialstaat-Einwanderer. Die Realität ist, ohne die Einwanderer hätten wir bald gar keinen Sozialstaat mehr. Der gleiche Bundesrat, der die Initiative ablehnt, hat es schwarz auf weiß geschrieben. Die Migrantin zahlt mehr ein, als sie rausnimmt. Wer das Gegenteil behauptet, lügt. In Schweizer Spitälern hat 1/3 des Pflegepersonals einen ausländischen Abschluss. 45% der Spitalärztinnen und Ärzte haben ein ausländisches Diplom. In Grenzkantonen ist der Anteil noch höher. Genf und Neuenburg über 50%, Watt 44. Universitätsspital Basel fast die Hälfte der Belegschaft. Die Personaldirektorin des Universitätsspitals Basel sagt im Interview, ohne Mitarbeiter aus dem Ausland könnten wir gar nicht richtig funktionieren. Und jetzt zum Skandal. Wir bleiben kurz beim Bundesrat. Albert Rösti, der Energie-, Verkehrs- und Medienminister, wollte im Abstimmungsbüchlein eine Passage ändern lassen. Nämlich genau die Stelle, an der vor negativen Folgen für Spitäler und Pflegeheimen gewarnt wird. Sein Vorschlag: das Wort Spitäler streichen, ersetzen durch öffentliche Einrichtungen. Begründung seines Departements: die explizite Nennung von Spitälern sei unsachgemäß einschränkend. Selbst der zweite SVP-Bundesrat Guy Parmelin hat die Änderung abgelehnt. Der Bundesrat als Kollegium hat Rösti zurückgepfiffen. Lasst das mal einen Moment sacken. Der zuständige SVP-Bundesrat hat noch versucht, das Wort Spitäler aus dem amtlichen Abstimmungsbüchlein streichen zu lassen. Weil es, Zitat, unsachgemäß einschränkend sei, zu erwähnen, dass die Initiative die Spitalversorgung kaputt macht. Übersetzt heißt das, ich glaube zwar selber nicht, dass es gut für die Spitäler ist, aber sagt das bitte nicht den Leuten, die abstimmen. Erinnert euch, da ist der gleiche Mann, der von da noch in eurem Hinterkopf rumläuft. 7 Jahre lang Präsident von Swiss Oil, Heizöllobbyist, erfolgreich gegen das CO2-Gesetz mobilisiert im Auftrag von der Branche. Heute Energie- und Medienminister. Ja, der Ölbert macht halt Ölbert-Sachen. Es ist den InitiantInnen offensichtlich bewusst, dass ihre Initiative nur Schaden anrichtet. Hauptsache die Spitäler verschwinden aus dem Abstimmungsbüchlein. Und dann vielleicht später aus der Versorgung. Wenn es dem Land schlecht geht, geht es den Faschos halt gut. Weil, wenn alles scheiße ist, dann kann man die Bevölkerung einfacher mit so einem diffusen, hässigen Bauchi-Bauchi, Fühli-Fühli mobilisieren.
Wenn ein SVP-Bundesrat den eigenen amtlichen Text gegen die eigene Parteiinitiative beschönigen will, dann sagt das alles über die Stichhaltigkeit der Initiative. Ihre eigenen Leute trauen ihr nicht über den Weg. Sie wollen nur, dass es halt niemand merkt. Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident von Stadler Rail, eines der bekanntesten Schweizer Industrieunternehmen. Von 1999 bis 2012 SVP-Nationalrat. Der Mann, den die SVP seit Jahren vorzeigt, wenn sich jemand fragt, ob die Partei wirtschaftsfreundlich sei. Im März 2026 saß Spuhler in der SRF Samstagsrundschau. Genau an dem Tag, an dem die SVP-Delegierten in Maienfeld einstimmig die Ja-Parole zur Initiative fassten. Spuhler sagte, ich werde Nein stimmen. Die Initiative sei zu scharf, zu extrem. Nicht nur er als Industrieller brauche EU-Zuwanderung, auch das Gesundheitswesen, die Forschung, die Personenfreizügigkeit stehe nicht zur Disposition. Wir haben den Spuhler da schon öfters thematisiert. Der Spuhler ist kein Linker, der Spuhler ist nicht mein Kollege. Er droht seit Jahren damit, die Schweiz zu verlassen, wie so ein 8-Jähriger, der mit einem Rucksack an der Tür steht und sagt, ich gehe jetzt und den sehen wir schon, wann er verpasst. Aber der Spuhler kann eins: rechnen. Oder zumindest Leute zahlen, die für ihn rechnen. Stadler Rail produziert in Bussnang im Kanton Thurgau. Du kannst eine Lokomotivenfabrik nicht mal eben in einen Container auf Singapur verschiffen. Der Mann ist standortgebunden. Er weiß, dass er die Arbeitskräfte braucht und er weiß, dass er nicht abbauen kann. Genau darum ist seine Aussage so wertvoll. Es ist nicht der edle Spruch von einem moralisch hochstehenden Unternehmer. Es ist die nüchterne Rechnung von einem Industriellen, wo Personenfreizügigkeit genauso braucht wie der Bauer sein Regen. Wenn die SVP ihren eigenen Wirtschaftsflügel verliert, den nicht weil er nach links rutscht, sondern weil ihre Initiative so absurd ist, dass selbst die Leute, die sich SVP-mäßig nichts schenken müssen, anfangen zu rechnen und feststellen, er geht einfach hinten und vorne nicht auf. Übrigens noch eine kleine Bonusnotiz. Der Spuhler ist auch gegen die SVP-Neutralitätsinitiative. Die kommt dann Ende 26, Anfang 27 mal noch zur Abstimmung. Die wird zu der Aufhebung der Russland-Sanktionen führen. Der Spuhler hat auch eine Fabrik in Belarus, die wegen der Sanktionen stillsteht. Ohne Sanktionen wird sie laufen. Er wird profitieren und er sagt trotzdem Nein. Das ist eine Haltung und ein Maß dafür, wie wenig da von der eigenen Parteilinie überhaupt noch übrig bleibt, sobald einer zweimal hintereinander durchrechnet. Und als kurzer Einschub, wir machen da wirklich jeden Samstag. Letzte Woche, diese Woche, nächste Woche. Du weißt, wo das du uns findest. Abonnieren, Glocken einschalten, dann kriegst du eine kleine Erinnerung, weil sonst YouTube halt YouTube-Sachen macht. Die Initiative argumentiert, die Medien würden wegen der Zuwanderung steigen. Das stimmt vordergründig. Mehr Leute, mehr Nachfrage, mehr Druck. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Wohnraum ist in der Schweiz Spekulationsobjekt. Wer Mieten verstehen will, muss bei den Eigentümern anfangen, bei den Versicherungen, bei den Anlagestiftungen. Beispiel aus Bern. Hier haben wir das ausführlich gemacht. Kurz nochmal, die Allianz-Versicherung kündigt fast 150 Mietparteien in 8 Berner Liegenschaften vor der Sanierung. Die Mietparteien dürfen länger bleiben, wenn sie unterschreiben, dass sie auf das Recht verzichten, die Kündigung anzufechten. Wie hoch die Mieten danach sein werden, sagt die Allianz nicht. Sie schreibt, orientiert sich am ortsüblichen Niveau. Das heißt übersetzt, wir wissen es nicht, wir sagen es nicht, es ist hoch. Dasselbe Muster im Lorraine-Quartier. Was funktioniert? Das Basler Wohnschutzgesetz. Vermieter müssen vor einer Sanierung bei einer Kommission vorsprechen. Die Kommission entscheidet über die zulässige Miete nach der Sanierung. Resultat: vor dem Gesetz 379 dokumentierte Leerkündigungen in 4 Jahren. Nach dem Gesetz ein einziger Fall. Was auch funktioniert: Genossenschaften. In Zürich machen Wohnbaugenossenschaften rund 18% des Mietwohnungsbestands aus, mit Mieten, die im Schnitt deutlich unter dem Marktniveau liegen. Sagen wir es deutlich, Problem ist nicht der portugiesische Krankenpfleger, der deine 3,5 Zimmerwohnung in Zürich mietet. Problem ist die Versicherung, die 3 Häuser weiter die Miete verdoppelt hat, weil sie ihre Rendite haben wollen. Problem ist nicht die Migration. Das Problem ist, dass Wohnen in der Schweiz keine Grundbedürfnisfrage mehr ist, sondern ein Anlageprodukt. Wer Wohnungen besitzt, will damit Rendite machen. Wer keine besitzt, zahlt denen die Rendite. Wer das wirklich ändern will, hat 2024 Ja gesagt zu beiden Mietrechtsvorlagen. Hat das die SVP gemacht? Nein. Sie hat einstimmig die mieterfeindliche Position gefasst. Wer es noch genauer wissen will, Stadler Rail Spuhler ist im
Mieterverband. Nein, Spaß, Mann, aber das wäre auch lustig. Die SVP redet von Wohnungsnot, wenn es um Migranten geht. Wenn es darum geht, was Eigentümer mit Häusern machen dürfen, ist sie plötzlich auf der Seite von Eigentümern. Das ist konsistent, aber nicht so, wie das Komitee gern hätte. Das Initiativkomitee schreibt im Abstimmungsbüchlein, die Schweiz werde zu betoniert. Die Initiative wolle die Natur schützen, den Boden bewahren. Schauen wir uns an, wofür die SVP in den letzten 2 Jahren konkret gestimmt hat. Die Biodiversitätsinitiative wollte 30% der Landesfläche für Biodiversität sichern. Die SVP hat sie einstimmig abgelehnt. Begründung: eigentlich scheißegal. Die SVP hat das Referendum gegen das Klimaschutzgesetz ergriffen. Sie kämpft gegen den Ausbau erneuerbarer Energien. Sie war federführend gegen die Klimafondsinitiative. Der zuständige Energieminister, Ölbert Rösti, wir kennen ihn, war bis 2022 Präsident von Swiss Oil, dem Verband der Heizölhändler. 7 Jahre lang. Wir sortieren das mal. Die SVP sagt, die Initiative diene im Naturschutz. Die gleiche SVP stimmt für mehr Autobahnen, stimmt gegen Biodiversität, stimmt gegen das Klimaschutzgesetz, stimmt gegen Klimafonds. Weil der Heizöl-Lobbyist als Energieminister und hat ihn auch bekommen. Das ist echt keine differenzierte Sichtweise, das ist Heuchelei. Mit voller Wucht. Übersetzt, Beton für eine 4-spurige Autobahn ist akzeptabel. Beton für ein Mehrfamilienhaus für Pflegerinnen, zur Betonierung. Das hat nichts mit Natur zu tun. Das hat damit zu tun, wer auf dem Beton steht. Und ja, der Mensch braucht Infrastruktur. Wir alle. Aber Infrastruktur kann auch naturfreundlich gebaut werden. Begrünte Dächer, verdichtetes Bauen statt Zersiedelung, Photovoltaik auf den Hütten, Wärmepumpen, sanierte Altbauten statt irgendwelche Greenfield-Projekte. Wenn ein Land wirklich Boden sparen will, dann baut es höher. Bauen wir? Ja, in Zürich, in Basel, in Genf. Will die SVP das? Nein, da gibt es eine Initiative gegen den Hochhauswahnsinn. Will die SVP Energieeffizienz? Nein, die Heizungsnotbremse wartet sicher schon irgendwo. Echter Naturschutz heisst weniger Beton pro Mensch, nicht weniger Mensch. Wer gegen weniger Beton pro Mensch ist, aber für weniger Mensch, der hat ein anderes Problem als die Natur. Scheiß Rassisten, Nazi-Pack! Der Bundesrat empfiehlt Nein. Der Nationalrat hat die Initiative mit 123 zu 67 Stimmen abgelehnt, der Ständerat mit 30 zu 9. Folgende Parteien empfehlen ein Nein. SP, Grüne, GLP, Mitte, FDP, auch die Wirtschaftsverbände Economy Suisse, Swissmem und der Schweizerische Gewerbeverband stehen auf der Nein-Seite. Ja sagt die SVP. Auch Wirtschaftsverbände und der FDP sagen Nein. Wenn euch das überrascht, gewöhnt euch dran. Die Initiative ist so radikal, dass selbst die Leute, die normalerweise jede SVP-Forderung mittragen, sich das mal wegducken. Der Spuler sagt Nein, Economy Suisse sagt Nein, Swissmem sagt Nein, der eigene SVP-Bundesrat will noch das Wort Spitäler aus dem Abstimmungsbüchlein streichen. Wenn das die Argumente sind, mit denen die Initiative gewonnen werden soll, dann ist das einer der schlechtesten Abstimmungskämpfe, die wir je gesehen haben. Hey, machen wir es kurz. Erstens, die Initiative ist die 10. Überfremdungsinitiative seit Schwarzenbach 1970. Sie kommt das mal ein bisschen grün angemalt daher, aber im Originaltext vom Komitee steht halt das Problem: fremde islamische Kulturen. Das ist Schwarzenbach mit Edelweiss-Sticker. Punkt. Zweitens, die Mathematik ist nicht verhandelbar. Wir kommen zu wenig Kinder über. Babyboomer gehen in Rente, ohne Zuwanderung kollabiert die AHV. Das ist nicht meine Meinung, das ist das, was der Bundesrat selber aufgeschrieben hat. Drittens, Wohnungsnot ist real, aber sie hat einen anderen Grund. Sie heisst nicht Pflegerin aus Portugal, sie heisst Allianzversicherung, sie heisst Anlagestiftung. Sie heisst jahrzehntelange Untätigkeit gegen Mietspekulation. Viertens, wer von Naturschutz redet und gleichzeitig für Autobahnausbau, gegen Biodiversität, gegen Klimaschutz und gegen Erneuerbare stimmt, dem geht es einfach nicht um Natur. Es geht um etwas ganz anderes. Fünftens, selbst die eigenen Leute steigen aus. Der Spuler, Wirtschaftsverband, der eigene SVP-Bundesrat versucht das im Abstimmungsbüchlein noch zu beschönigen, weil er weiss, dass die ehrliche Version verloren geht. Am 14. Juni, Nein zu der Pflegeheim-Räumungsinitiative. Nein zu Schwarzenbach 10.0. Nein zu einem Land, das vergisst, wer das es jeden Tag am Laufen haltet. Gang am 14. Juni abstimmen. Oder vorher per Brief. Wenn du die Wahl hast, nimm 2 Leute mit, erklär es ihnen. 3 Sätze langen. Pflegeheim braucht Personal, AHV braucht Einzahler, Naturschutz braucht eine Partei, die nicht gleichzeitig für Autobahnen stimmt. Und wenn dich jemand fragt, wo du die Argumente her hast, da. Bünzli Break-In. Jede Woche am Samstag.
für einen gemeinsamen Crash-Out. Ja. Bis jetzt. Blocher-Medien, rate mal, was jetzt direkt von das Ding raus. Es wird besser. Gibt mir einfach gar nicht. Oh, schau mal. Gibt mir keine Werbung. Wir haben etwas zu trinken geholt, dass ich etwas trinken kann. Ich war ein Stolperer gewesen. Ist auch am Arsch. Ja, Kollege. Willst du noch... Willst du einfach mal noch irgendwo auf Kamera gesagt haben, Trump ist im Fall hure pädophil?